25 € für eine Taxifahrt, die 4 € hätte kosten sollen. Warum? Weil wir die falsche App auf dem Handy hatten. Oder besser gesagt, gar keine. Deshalb zeigen wir euch jetzt die Apps, die auf eurer Vietnamreise wirklich zählen und mit denen ihr hunderte Euro spart. Ohne Internet seid ihr in Vietnam sehr wahrscheinlich verloren. Kein Übersetzer, kein Maps und auch kein Grab. Und ja, man kann sich eine SIM-Karte direkt am Flughafen kaufen. Da empfehlen wir euch Vitel. Es kostet gerade mal 5 € und ihr habt eigentlich überall in Vietnam Internet, selbst auf dem Ha Sang Lu. Das Nervige dabei ist, man braucht eine SIM-Nadel, muss die SIM immer wieder austauschen, dann irgendwo die deutsche SIM hinpacken, damit man die nicht verliert. Und wenn man in mehrere Länder reisen möchte, muss man das gleiche wieder neu machen, also wieder SIM-Nadel, SIM-Karte austauschen und. Die einfache Lösung dafür ist Airalo. Also keine physische SIM, sondern eine eSIM. Ihr könnt die App direkt vor der Reise einmal installieren und einrichten, euer Datenpaket aussuchen und es gibt sogar Multi-Country-Pakete, also für mehrere Länder gleichzeitig. Das Beste dabei ist, ihr könnt eure deutsche SIM im Handy drinnen lassen und müsst nicht lange anstehen und warten. Die wichtigste App Grab. Du bestellst ein Taxi oder ein Moped zum fixen Preis. Kein Special Price, my friend. Oder verhandeln in der prallen Sonne. 20 Minuten durch Saigon kostet um die 60.000 bis 80.000 Dong. Das sind 2 bis 3 €. In München oder Berlin zahlt ihr locker das 10-fache. In Vietnam gibt es noch 2 weitere Anbieter, Green SM und Bi. Bei Green SM gibt es Elektrofahrzeuge, die sind brandneu und wirklich sehr sauber. Bi kann schon mal 10 bis 15% günstiger sein als Grab. Wir persönlich vergleichen immer Green SM mit Grab. Das dauert nur 30 Sekunden, kann man locker im Monat 30 € sparen. Dann gibt es noch Lalamove, die kennen die wenigsten, sind da wirklich sehr praktisch. Wir sind mal in Saigon mit 3 Koffern umgezogen. Fahrer kam mit Pickup, brachte alles rüber und hat nur 5 € gekostet. Also wirklich sehr günstig. Eignet sich wirklich gut, wenn ihr 4 Gepäck dabei habt. Für längere Strecken nutzt ihr One2Go Asia. Über der App könnt ihr Busfahrten buchen, zum Beispiel von Hanoi nach Sapa. Und man kann die Anbieter super miteinander vergleichen. Wir nutzen ganz gerne für die Navigation Google Maps, denn die App kann man auch offline nutzen. Man kann sich zum Beispiel die Karte von Hanoi oder Saigon im Vorab runterladen und dann offline, also komplett ohne Internet, durch die Stadt navigieren lassen. Zudem gibt es bei Google Maps auch die Funktion, dass man sich bestimmte Standorte schon mal speichern kann, also zum Beispiel Restaurants, die man testen möchte oder Sehenswürdigkeiten, die man sehen will, kann man in einem Label speichern und dann hat man alle Pins auf einem Fleck. Und wenn ihr natürlich kein Vietnamesisch sprecht, empfehlen wir euch auch eine Übersetzer-App. Hier gibt es zum Beispiel Google Translate. Die App hat den Vorteil, dass man sie auch als Kamera nutzen kann. Also man macht zum Beispiel ein Foto von einer Speisekarte und dann wird die komplette Karte einmal übersetzt. Zudem können viele Übersetzer-Apps auch offline genutzt werden. Man muss nur ein Paket runterladen und schon kann man das ohne Internet nutzen. Wenn euch solche lokalen Tipps weiterhelfen, lasst uns doch gerne ein Like und ein kostenloses Abo da, denn wir bringen regelmäßig Videos mit echten Erfahrungen und auch echten Preisen raus. Und jetzt geht's weiter mit der nächsten App. Agoda ist in Asien fast immer günstiger als Booking. Manchmal 5, manchmal 10% günstiger. Hier seht ihr zum Beispiel ein Beispiel. Agoda 24 € pro Nacht. Booking 29 € pro Nacht. Gleiches Hotel, gleiches Zimmer, gleiches Datum und 5 € Unterschied. Auf 10 Tage sind das 50 €. Davon könnt ihr locker 5 Tage in Vietnam essen gehen. Am besten immer beide Apps vergleichen. Und die Bewertungen immer nach Neueste sortieren, nicht nach den höchsten. Weil in Vietnam wird immer gebaut. Und ihr wollt bestimmt nicht um 7 Uhr morgens geweckt werden. Für Langzeitmiete könnt ihr Airbnb nutzen. Aber ganz wichtig, bitte es zuerst anschauen und dann bezahlen. Wir hatten ja auch schon eine sehr schlechte Erfahrung. Touren könnt ihr über Klook buchen. Tagestour in der Halong Buch kostet 35 bis 45 €. Eine Tour über Hotels kostet auch mal 45 bis 65 €. Das sind 20 € Unterschied pro Person. Wer kennt es nicht? Man liegt gerade im kühlen Hotelzimmer, hat Hunger, aber draußen sind es 40 Grad und man will wirklich nicht rausgehen. Die einfache Lösung, man bestellt sich was zu essen. Hier können wir euch zum Beispiel Grab Food empfehlen. Das ist eigentlich die Funktion direkt in der Grab-App drin, also ihr braucht keine extra App. Man kann sich Essen direkt darüber bestellen. Eine kostet so ungefähr 1,60 €, Liefergebühren nochmal so 30 Cent und das Essen ist in ca. 20 Minuten da und es ist warm und lecker.
Alternativ können wir euch auch Shopee Food empfehlen. Hier gibt es sogar manchmal bessere Deals. Ich würde einfach beide Apps miteinander vergleichen. Zudem können wir euch auch eine Luftqualitäts-App empfehlen, zum Beispiel die App Air Visual, denn die misst die Luftqualität in Echtzeit und in Vietnam ist die Luft halt nicht immer perfekt. Und vor allem, wenn man in Hanoi ist, merkt man das auch. Wenn man Asthma hat oder Allergien, ist die App auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für euch. Und wenn ihr euch in öffentliche WLANs auch einloggt, also zum Beispiel in Malls, am Flughafen oder in Cafés, dann solltet ihr definitiv auch ein VPN nutzen. Wir nutzen ganz gerne NordVPN. Denn wenn alle sich in ein WLAN einloggen, was öffentlich ist, kann es halt auch ganz einfach passieren, dass eure Passwörter gehackt werden oder eure Kreditkartendaten einfach gehackt werden. Und um sich davor zu schützen, ein VPN nutzen. Shopee ist das Amazon Südostasien, nur in günstig. Lieferung ist oft am nächsten Tag. Dort bekommen wir wirklich alles. Egal ob Klamotten, Souvenirs, Elektronik, Haushaltswaren. Es macht wirklich sehr, sehr süchtig. Wir stehen hier gerade vor Lotte Mall. Die haben auch einen Supermarkt. Viele Supermärkte in Vietnam haben auch eine eigene App. Dort kann man Punkte sammeln. Es gibt täglich Angebote. Insgesamt, damit kann man sehr viel Geld sparen. Hinter mir seht ihr einen Café. Viele Cafés hier in Vietnam haben auch eine App, zum Beispiel The Coffee House. Dort kriegt man zum Beispiel manchmal zweites Getränk umsonst oder kostenlos Upgrade auf die nächste Größe. Bei 80 Plus Kaffee kriegt man auf jede Bestellung sogar 5%. Mit der App Vitaski könnt ihr eine Reinigungskraft buchen. Das kostet ungefähr 8 bis 10 Euro für eine 70 Quadratmeter Wohnung. Touristische Dienstleister und Hotels nutzen meistens auch WhatsApp, also mit denen könnt ihr ganz normal über WhatsApp kommunizieren. Aber das ist wirklich nicht die Mehrheit. Die meisten in Vietnam nutzen eigentlich nur Zalo. Zalo funktioniert genauso wie WhatsApp eigentlich. Und wenn ihr mit Einheimischen kommunizieren wollt oder hier länger leben wollt, dann kommt ihr um Zalo eigentlich nicht drum rum. Und Vietnamesen nutzen Facebook. Und zwar wirklich für alles. Ich weiß, in Deutschland ist das nicht mehr so sehr verbreitet und wenn, dann nutzt man das nur noch zum Kommunizieren. Aber in Vietnam nutzt man wirklich für alles eigentlich, um eine Wohnung zu finden, um Freunde vor Ort zu finden oder um ehrliche Erfahrungen zu erhalten. Es gibt zum Beispiel die Gruppe Ha Sang Loop Travelers. Hier schreiben Kunden ihre Bewertungen zu Easy Riders rein und man kann echte Erfahrungen lesen, welcher Easy Rider zu empfehlen ist und welcher eben nicht. Und wir würden euch definitiv auch eine Währungsumrechnungs-App empfehlen, vor allem wenn ihr noch nicht so mit dem vietnamesischen Dong vertraut seid, denn es geht einfach viel schneller, wenn ihr wissen wollt, wie viel 100.000 Dong sind, könnt ihr das einfach eingeben und seht, okay, so viel sind das in Euro. Und ihr könnt besser einschätzen, lohnt sich der Preis oder lohnt sich der Preis nicht. Bei iPhones braucht man sogar keine extra App. Man kann es einfach im Taschenrechner aktivieren und dann kann man direkt sich die Währungen ausspucken lassen. Ansonsten gibt es auch wirklich diverse Anbieter an Apps zu Währungsumrechnungen, könnt ihr einfach irgendeine runterladen. Wir haben zwar immer gesagt, dass Vietnam ein reines Bargeldland ist und ihr unbedingt Bargeld braucht, aber das ist tatsächlich nur die halbe Wahrheit, denn die meisten Locals in Vietnam zahlen eigentlich digital. Es gibt in fast jedem Laden, in fast jedem Restaurant, bei jeder Dienstleistung einen QR-Code, den man scannen kann. Und den scannt man mit der App der lokalen Bank. Die meisten Touristen werden keine lokale Bank in Vietnam haben. Als Alternative kann ich euch die Moreta-App empfehlen. Man lädt da immer ein bisschen Geld drauf und kann genauso den QR-Code scannen und dann bezahlen. Es kostet aber ein bisschen an Gebühren. Aber für Leute, die nicht so gern Bargeld bei sich tragen, ist das eine sehr gute Alternative. Eine Authentificator-App ist ziemlich nervig für die meisten, das weiß ich selber. Aber wenn ihr gerade in Vietnam seid und eure E-Mail gehackt wird und die Person dann Zugriff auf alle Buchungen, auf die Hotels, auf die Reisen hat, ist das noch nerviger. Deshalb empfehlen wir euch auch eine Authentificator-App. Wir selber nutzen Google Authentificator. In Vietnam spielen wir regelmäßig Pickleball und die Felder buchen wir immer über die App Alobo. Dort könnt ihr auch Felder für Fußball buchen, Tennis oder auch Badminton. Für Pickleball braucht man ja 4 Spieler und wir sind ja nur zu zweit. Deshalb suchen wir unsere Mitspieler über die App Reclub. Dort gibt es sehr viele Sportarten, egal ob Schwimmen, Pickleball, Paddel, Fußball, Tennis. Man findet da wirklich alles. Als Bonus-App haben wir noch ChatGPT reingenommen, weil wir das einfach manchmal als Reiseplanung mitnutzen. Zum Beispiel, um eine Route zu planen. Wenn wir mehrere Städte haben, fragen wir ChatGPT, welche Route macht am meisten Sinn und wie lange sollte man ungefähr da bleiben. Und was ChatGPT auch
ganz gut kann, ist uns erklären, was das zum Beispiel ist. Wenn wir eine Frucht sehen, die wir nicht kennen, fragen wir ChatGPT, was ist das für eine Frucht? Er erklärt dir das und er sagt dir auch, wie das schmeckt. Und das ist ziemlich hilfreich, aber es ist eben ChatGPT. ChatGPT ist nicht hundertprozentig akkurat, deswegen würde ich es immer nur als Bonus nutzen und als Hilfsgerät, sag ich mal, und am besten nochmal alles ein bisschen gegenchecken, aber für den groben Plan ist es auf jeden Fall hilfreich. Okay, das waren jetzt ziemlich viele Apps, deswegen haben wir hier mal eine Übersicht gemacht. Einmal Apps, die ihr auf jeden Fall braucht, auch als Touristen, und Apps, die eher obligatorisch sind, also für Leute, die hauptsächlich lange in Vietnam bleiben wollen. Aber die richtigen Apps verhindern nicht, dass ihr auch teilweise sehr viel Geld in Vietnam verbrennen könnt. Deswegen, falls ihr wissen wollt, welche Fehler man in Vietnam machen kann, schaut euch auch gerne dieses Video hier an.